Dann wurde die Frage nach einer Trennkost gestellt. Es ist so, wenn man im Übermaß zu essen hat, dann ist die Trennkost an und für sich ganz gut, weil die voneinander getrennte Kost, also wenn man unterscheidet zwischen Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten, führt dazu, dass man in der Regel mehr Kalorien zu sich nehmen kann und dabei weniger Fett ansetzt. Nimmt man zum Beispiel 100 Gramm Hühnerei, dann steckt in diesem Hühnerei die Potenz von 100 Gramm Muskelmasse, die man daraus aufbauen kann. Würde man das mit Kohlenhydraten kombinieren, also mit Kartoffeln oder Getreide, dann hat man die Chance, dass man 127 Gramm Muskelmasse daraus aufbauen kann. Andererseits muss man sich auch klar sein, dass Eiweiße primär gar nicht zum Verbrennen da sind, sondern als Bausteine für Enzyme und eben für Muskelmasse gedacht sind. Oder auch im Rahmen vom Bindegewebe natürlich für Knochen, Sehnen, Bänder, Knorpel. Ernähren, also energetisch ernähren für die Produktion von ATP, unserem Brennstoff, da geht es hauptsächlich um Zucker und um Fette. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir uns auf die Mitochondrien-Videos, die wir ja schon haben, beziehen, klar machen, dass wenn es um das normale Verbrennen, Erzeugen von Wärme und Erzeugen von ATP für das tägliche Einerlei geht, wir uns primär um Fette und Kohlenhydrate kümmern müssen und dass die Eiweiße dabei eigentlich nur die Bausteine sind. Nur in dem Bereich, wo wir irgendwelche Krankheiten haben oder mitochondriale Dysfunktionen haben, wo wir also irgendwo ausweichen müssen, brauchen wir die Aminosäuren für die Energiegewinnung. Trennkost voneinander bedeutet, dass man natürlich genauer steuern kann, was liegt wie lange im Magen. Dinge, die eine lange Aufschlüsselung brauchen, liegen lange im Magen. Das heißt, gedünstetes, gut gekautes Gemüse geht natürlich schneller in den Dünndarm als etwas, was als Rohkost zu sich genommen wird und in dieser Form deutlich längere Verdauungsprozesse durchlaufen muss. Und eine fettige Nahrung ist grundsätzlich als kurz- oder mittelkettige Fettsäure ziemlich schnell verwertbar. Die Triglyceride müssen natürlich auch erstmal aufgeschlüsselt werden, müssen in Chylomikronen gepackt werden, müssen im Dünndarm resorbiert werden, müssen über die Lymphe letztendlich in die Blutbahn kommen, müssen dann irgendwann zur Leber oder zu den abschließenden verschiedenen Mitochondrien der verschiedenen Gewebe kommen. Aber Fette bilden auch einen Film innerhalb des Magens, innerhalb des Darms und das führt dazu, dass bestimmte andere Substanzen langsamer resorbiert werden können. Wenn es also zum Beispiel beim Diabetiker darum geht, dass er flachere Zuckerkurven haben soll, also eher so, dann macht es Sinn, dass man ein komplexes Kohlenhydrat, am besten also Gemüse und nicht die Kartoffel schön erhitzt oder Kartoffelbrei oder Chips oder diese klassische Geheimformel von 50% Kohlenhydrate und 35% Fett wählt, wo man nicht aufhören kann zu essen, sondern wo man eben eher den Kartoffelsalat, also die kalte Variante, oder eben das Gemüse wählt, was man mit den Fetten kombiniert und damit den glykämischen Index senkt. Glykämischer Index sagt etwas darüber aus, ob diese Verfügbarkeit des Zuckers schnell oder langsam und über einen langen Zeitraum erfolgt. Und grundsätzlich sind also flache Zuckerkurven als gesünder zu betrachten als Zuckerspitzen. Insofern wäre es sinnvoll, wenn man Kohlenhydrate und Fette miteinander kombiniert. Und wenn man auszehrt oder wenn man wenig zu essen hat oder wenn man nicht so viel essen möchte, aber trotzdem eben mehr aufbauen möchte an Muskelmasse, dann ist es wichtig, dass man die Kohlenhydrate mit den Eiweißen kombiniert.